Ich fange an. Ja, legen Sie los. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, nach langer Zeit ist der Hubau Mutena, so wie ich ihn genannt habe, endlich fertig. Ja, ich bin da ein bisschen stolz drauf, ein bisschen freue ich mich und ein bisschen bin ich enttäuscht, da es nicht direkt funktioniert hat. Ja, was eigentlich abzusehen war, dass es nicht direkt alles hundertprozentig funktioniert. Aber ja, es ist nicht viel. Also ich werde gleich auf die Punkte drauf eingehen. Ich werde euch erstmal ein paar Fahrszenen, die ich aufgenommen habe, beziehungsweise die unter anderem die Stefanie mit aufgenommen hat. Hier vielen Dank an die Stefanie. Super gut gemacht. Ich sollte sie extra erwähnen. Nicht von hier aus, aber egal. Ich blende mal ein paar Daten von hier ein, dachte ich mir so. Dann könnt ihr die anschreiben oder Telefonnummer, Adresse. Ich blende euch das mal hier jetzt ein. Dann könnt ihr die anschreiben. Ja, gehen wir mal zu den Aufnahmen rüber. Und schauen wir uns erstmal das an, was der Kleine so zum Teil alles drauf hat. Ja, die Karo vom Christian Tuschke, super geile Arbeit. Ich habe hier die Proline Rock Van Karosserie geholt. Das war die Aktion, wo ich zu Berlinski gegangen bin. Ich verlinke euch das Video mal hier. Da ist er auch zu sehen, ohne Karo, ganz kurz im Video. Ja, da habe ich 3 von den Karossen geholt, 3 Karosserien zusammengeschnitten, ja, zu einer Karosserie zusammengeklebt, mit Tape eben fixiert, ein bisschen Versteifung drauf gemacht. Dann habe ich das Ganze zum Christian Tuschke geschickt und der hat mir hier diese Unbreakable daraus gemacht. Ja, super, vielen Dank nochmal, dass das alles so ohne weiteres auf die Schnelle funktioniert hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Reifeleistung, super. Ich bekomme noch eine schwarze davon, aber der war kurz vorm Urlaub und deswegen hat er mir eben schnell die hier fertig gemacht. Die schwarze bekomme ich, weiß ich noch nicht wann. So, ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben. Ich werde euch mal die Maße und das alles mal von dem Wagen erwähnen. So, wir haben hier ein Gewicht ohne Akkus von 12,3 Kilo. Mit Akkus sind wir bei 13,5, je nach Akku. Länge von 95, mit Bumper sind das nochmal 2 cm, sind wir bei 97. Bodenfreiheit habe ich hier von 6 cm. Breite ist Standard zu den Hubau. Da habe ich nichts verändert, das sind 52 cm. Der Radstand vorne ist 38. Eigentlich sollte der Radstand gleich sein, aber hinten bin ich auf 39 gelandet, da ich hinten keinen Kickoff habe. Vorne habe ich ja die Lenkung und hinten habe ich auch eine Lenkung, aber da habe ich das Chassis gerade gemacht. Vorne habe ich das Kickoff gelassen und deswegen ist die Neigung ein bisschen weiter zurück und das macht circa 1 Zentimeter aus. Ja, ich habe mich halt für den Radstand entschieden, weil ich wollte nicht dieses normale Zeugs
Na, was heißt normales Zeug? Also ich will ja jetzt nicht abwerten, was die anderen Jungs so machen. Das ist schon Bombe mit den zweiten Achse dazu. Ich habe mich für diesen Radstand entschieden, weil ich einen gleichen Radstand haben wollte. Es sollte mal ein bisschen was anderes sein. Ich wollte keine zweite Achse dahinter hängen. Das Chassis, die Basis besteht aus 10 Teilen, die das Ganze zu einem Teil zusammenfügen. Alles handbearbeitet, konventionell gefräst aus 70-75er Alu. Ein paar Sachen wie den Motorhalter, da muss ich auch ein bisschen was drehen. Aber das kommt in einem anderen Video, wo ich das Chassis euch zeige. Ich denke, für das Video, die Vorstellung, wird das erstmal ausreichen müssen. Ja, Breite von der Karo sind wir bei 19 in der Breite jetzt, 17 hoch, da hat sich nichts getan und die Länge sind wir halt bei 94. Das Ganze hat eine Höhe von 28, ja, auf dem Chassis drauf ist. Ja, soweit zu den Maßen. Ich betreibe das Ganze mit der Hobbywing Max 6 Combo mit den 1650 kV Motor. Es geht, es ist auch recht agil mit der Combo, die kommt da schon mit. Allerdings habe ich gemerkt, dass der Motor ohne Lüfter, ja, der wird schon recht warm. Also ich konnte es noch anfassen, heiß wurde er nicht, aber da muss ich noch einen Lüfter drauf bauen. Reglertemperatur habe ich jetzt nicht gemessen, der war aber auch recht warm, aber das sollte eigentlich funktionieren. Also einen Lüfter muss ich noch verbauen, den werde ich wahrscheinlich wohl aber weiter so fahren. Also ein Motor betreibt das Ganze. Ich wollte jetzt nicht 2 Motoren, 2 Regler und dann 2 Akkus, also 4 Akkus in dem Fall auf 8S. Das war mir dann zu viel Gewicht. Also jetzt bin ich so bei 13,5 Kilo mit Akkus. Dann bin ich so circa 1 bis 1,5 Kilo schwerer als das, was original jede Achse tragen muss. So habe ich das halt auf die 3 Achsen verteilt und das Gewicht pro Achse ist um 1 bis 1,5 Kilo gestiegen, was die leisten müssen. Ja, das sollte eigentlich soweit funktionieren mit den Antriebsstangen und so auf 8S mit den Diffs. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video. Da werden wahrscheinlich wohl andere Planetensätze reinkommen. Ja, das wird noch folgen und dann halt die Verbindung von dem Mitteldiff zu dem Mitteldiff. Das läuft über eine Welle. Die Kreuzgelenke, die ich da benutzt habe, die waren made in China, Billigzeug. Die haben die erste Fahrt nicht ausgehalten. Ich bin dann später halt ohne die Verbindung weitergefahren. Das funktioniert auch. Allerdings ja, war das nicht so vorgesehen. Also das ist so vorgesehen, dass das mit einem Motor alles angetrieben wird und trotzdem 2 Mitteldiffs. Das heißt, ich kann die mittleren Räder festhalten, trotz einer starren Verbindung und trotzdem wird die Kraft dann aufgeteilt. Das war der Gedanke dahinter. Zu dem Chassis und so, da kommen wir ja zum anderen Video, wenn das alles soweit funktioniert. Heute nur die Vorstellung von dem ganzen Wagen. Das sollte erstmal reichen. Das muss erstmal reichen. Mitteldiff, ja, die Wellen, die Verbindung, habe ich schon erwähnt. Ja, ein Problem ist halt der Geradeauslauf mit der mitlenkenden Hinterachse ist er zu agil, um damit schnell zu fahren. Also eine kleine Bewegung und es ist vorbei. Also ihr könnt ihn nicht mehr kontrollieren. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass man das halt über die Funke ein- und ausschalten kann und den Lenkeinschlag auch begrenzen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich so mit 15-20% Lenkeinschlag fahre, aber das reicht immer noch nicht. Wir haben halt ein bisschen Spiel in der Lenkung und so und das macht sich beim Geradeausfahren echt stark bemerkbar. Vielleicht kriege ich das im Griff, wenn ich das Spiel ein bisschen raushole und nochmal die Spur ein bisschen einstelle. Vielleicht kann ich das darüber machen. Ich würde ungern die Lenkung hinten ganz eliminieren, da ich dann wirklich einen extremen Wendekreis habe. Ich wollte den eigentlich schon recht agil lassen und mit der mitlenkenden Hinterachse das fahren. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das bewältige.
Aber so ist es halt recht schwierig bis fast unfahrbar. Ja, im langsamen Modus okay, aber wenn man da Vollspeed gibt, nee, das haut nicht hin. Geschwindigkeit habe ich noch nicht gemessen, aber ich schätze mal, so wie sich das angefühlt hat, also um die 80 müsste der auf jeden Fall laufen. Und ich konnte halt nicht ganz durchdrücken, deswegen, ja, brauche ich da gar nicht erst zum Messen, wie viel der da fährt. Erstmal muss ich das mit der Hinterachse im Griff kriegen. Und dann kommen die nächsten Aufnahmen, die nächsten Fahrten und dann weiß ich mehr. Ja, und was noch nach einem kurzen kleinen Überschlag, also seitlich abgerollt, die Karo-Halter, die sind hier und hier. Das habe ich auch ja, ein bisschen schwach ausgelegt. Ich habe mir gedacht, da wird schon nichts passieren, da der E da drauf liegt. Die werden halten, aber nee, das war so ein Standard-Alu-Zeugs. Das muss ich noch umändern, dass das ein bisschen stärker ist. Ja, dann sollte das funktionieren. Das war's dann zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch lassen, Abo und teilen natürlich. Schön fleißig teilen. Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.